Ausdauer und Kontrolle beim Trompetespielen verbessern. Damit beschäftigen wir uns ein erstes Mal heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Klang und Ausdauer, zwei große Punkte im Übealltag eines Blechbläsers. Was kann man üben, wie kann man üben, damit man diese beiden Punkte verbessert? Was noch dazu kommt, ist natürlich die Treffsicherheit der Töne. Damit beschäftigen wir uns später. Jetzt erstmal eine erste Übung, mit der wir die Kontrolle bzw. auch die Ausdauer verbessern können. Wir nehmen uns wieder einen bequemen Ton. Das ist unser G1, auf dem wir starten. Wir starten im Mezzo Forte und machen ein Crescendo zum Forte bis zum Fortissimo. Werden wieder leiser und kommen wieder auf unsere Ausgangslautstärke zurück, machen nochmal dieses Crescendo und beim zweiten Mal gehen wir jetzt über dieses Mezzo Forte zurück und auch noch drüber und versuchen den Ton so leise wie es nur geht ausklingen zu lassen. Das heißt, wir haben so zwei Wellenbewegungen und danach ebbt diese Lautstärke ab und verschwindet idealerweise dann im Nichts. Was verbessert man dadurch? Erstens mal natürlich die Kontrolle des Crescendos und zweitens mal natürlich auch die Fertigkeit, wirklich laut zu spielen bzw. lauter zu werden. Da muss die Muskulatur natürlich etwas herhalten, wenn die Luft von hinten kommt. Und natürlich trainieren wir auch gleichzeitig die Kontrolle, wenn wir wirklich ins Pianissimo possibile gehen und versuchen, den Ton so weich und so leise wie es nur geht ausklingen zu lassen. Also starten wir auf den G1. Und dann ist der Ton weg und man merkt nur noch, dass ein kleiner Luftstrom fließt. Das war die erste Übung und die kannst du natürlich jetzt auf alle möglichen Töne übertragen. Du kannst natürlich diese Übung auch erweitern. Wenn du merkst, du hast wirklich viel Luft, dann kannst du auch noch eine dritte oder eine vierte Wellenbewegung einbauen und erst nach dem vierten oder fünften Mal dann ins Pianissimo possibile ausblenden. Wir gehen weiter und zwar, wenn du jetzt nach oben trainieren möchtest, das heißt auf höhere Töne, zum Beispiel zum D2 oder E2 oder F, je nachdem wie auch immer, dann empfehle ich immer, starte erstmal beim bequemen Ton, das heißt unserem G1, spiele tonleiterartig nach oben und dann machst du diese Wellenbewegung auch auf dem angekommenen Ton und kehrst dann auch wieder zum Ausgangston G1 zurück. Auch das mache ich euch einmal vor. Los geht's! Man muss bei Ausdauer, bei Treffsicherheit, bei Kontrolle beim Trompetespielen der Töne immer geduldig sein und am besten langsam üben. Also nicht schnell spielen und wild durcheinander, wie auch beim Buzzing, ein paar wilde Töne gespielt auf dem Mundstück und das war's schon. Nein, wir brauchen immer lange ausgehaltene Töne, viel Geduld und vor allem hinfühlen und auch hinhören, damit sich eben diese Punkte auch verbessern können. Also das geht nicht mit einem Fingerschnips und dann ist alles gut und besser, sondern wir brauchen wirklich diesen sukzessiven, langsamen, peu à peu Aufbau, am besten durch tägliches Training von ungefähr für diese Übungen, sagen wir mal 5 bis 10 Minuten und danach geht es ja sowieso fließend meistens in die ersten Stücke rein oder in die Etüden und dann sind wir ja sowieso schon beim Literaturspiel. Also plan immer täglich 5 bis 10 Minuten für diese Übungen ein. Wenn du eine halbe Stunde übst, übst du länger, also eine Stunde und nimmst das Trompetespielen richtig ernst und möchtest dich verbessern, dann plan ruhig eine Viertelstunde dafür ein. Also Warm-up, Buzzing, alles kontrolliert und langsam und danach natürlich auf die Trompete übertragen und da wären wir ja jetzt bei diesen Übungen und danach geht es eben weiter, man variiert die Übungen, man erweitert diese Übungen, kommt dann in die Etüden und kommt dann zu seinen Konzertliteraturstücken und dementsprechend sind wir natürlich schon richtig beim Üben drinne. Üben ist sowieso ein großes Wort, da muss man auf jeden Fall nochmal nacharbeiten, da gibt es dann in Zukunft auch ein paar Ideen von meiner Seite, wie man übt oder was man üben kann. Jetzt geht es weiter mit der Treffsicherheit und zwar benutzen wir auch wieder diese Töne von G-Dur, das heißt die Töne von G1 bis D2. Nehmen wir gerade mal die Quinte am Anfang und wir spielen die jetzt nicht schnell oder hintereinander, bam, 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 sondern wir spielen langsam, beziehungsweise wir lassen zwischen den einzelnen Tönen immer genug Platz, damit ich mit dem inneren Ohr vorhören kann, wie denn dieser Ton, der gleich gespielt wird, klingt.
Ich mache es deswegen erstmal mit G-Dur, weil jeder von uns hat einen tonalen Dur-Klang im Ohr. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den nächsten Ton schon vorauszuhören. Würde ich jetzt gleich in die Pentatonik reingehen, in die Molltonarten oder in freitonale Sachen, dann haben wir immer das Problem, dass man am Anfang noch nicht vorhören kann, wie der nächste Ton denn klingt. Die Dur-Tonleiter, da hat wirklich jeder von uns einen Klangeindruck. Deswegen erstmal mit dieser leichten Übung, danach kommt Moll, danach lassen wir ein paar Töne weg, danach gehen wir ins Freitonale. Also auch hier bauen wir schrittweise wieder diese Übungen aus, variieren und erweitern diese. Also die ersten 5 Töne von der G-Dur, ich zeige dir, wie du es spielen kannst. Und immer gut hinhören. Erstens mal, wie klingt der Ton? Oder besser gesagt, wie startet der Ton? Wie hat er zu klingen? Wie klingt er? Und am Ende, wie verklingt er? Und dann natürlich das gleiche mit dem nächsten Ton und so weiter und so fort. Also da immer gut aufpassen. Passe auch immer auf, wenn du solche Übungen machst, dass der Hals nicht zumacht und eng macht, also einen Stimmbandverschluss hat, sondern dass du sagst oder dass der Ton wirklich immer dann da ist, wenn du es magst und nicht erst die Luft staust und dann kommen lässt. Das würde eine Blockade erzeugen und die können wir natürlich beim Trompetespielen nicht brauchen. Also immer kommen lassen, die Luft fließen lassen, kein Stau erzeugen. Also denk immer dran, wenn du solche Übungen machst. Es gibt natürlich wesentlich spannende Übungen oder Sachen, die super klingen, aber letztendlich kommt es beim Trompetentraining immer darauf an, dass man eben sich Zeit nimmt, dass man geduldig ist und dass man nicht täglich diesen Fortschritt sehen möchte, sondern sich einen größeren Zeitraum nimmt, zum Beispiel eine Woche oder besser noch einen Monat. Das einen Monat lang durchziehen und danach drüber nachdenken, was hat sich verbessert oder merken, was hat sich verbessert, dann wieder die nächste Übungen für den nächsten Monat nehmen und so kannst du dann deinen Fortschritt auf der Trompete kontrolliert ausbauen und dementsprechend natürlich auch besser auf deinem Instrument werden. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Lass hier am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.